Diese Spülmaschine hier ist rund 15 Jahre alt. Kein WLAN, keine App, keine Cloud. Ab Werk also ein völlig dummes Gerät. Und trotzdem schickt es mir gerade in Echtzeit, in welchem Programm sie läuft, wie lange sie noch braucht, ob die Tür offen ist, ob ich Salz nachfüllen muss. Und das alles hier lokal in Home Assistant. Ganz ohne Home Connect, ohne dass irgendein Datenpaket mein Haus verlässt. Klingt gut? Ist es auch. Aber der Weg dahin war, sagen wir mal, lehrreich. Denn auf dem Weg dorthin habe ich mit einem einzigen unvorsichtigen Handgriff das zentrale Steuermodul dieser Maschine gegrillt und durfte dann über 300 € Lehrgeld zahlen, um sie überhaupt wieder zum Laufen zu bringen. Wie das passiert ist, wie du es besser machst und wie am Ende eine 15 Jahre alte Maschine smarter wird als mit dem originalen Home Connect, das zeige ich dir jetzt. Und damit moin und herzlich willkommen zu Smart Home, aber sicher, ich bin Joachim. Heute hacken wir eine Spülmaschine. Der Startschuss war tatsächlich ein Vortrag auf dem Chaos Communication Congress. Hacking Washing Machines. Da haben 2 Leute gezeigt, wie Geräte von Miele und eben von BSH, also Bosch, Siemens, Neff und Co., intern kommunizieren. Und der spannende Teil für uns jetzt hier im Video: in fast jeder BSH-Maschine steckt ein interner Datenbus, den sie D-Bus nennen, über den einzelne Baugruppen in den Maschinen miteinander reden. Das Leistungsmodul, das Display, die Sensoren und bei neueren Geräten eben ein WLAN-Modul für diese Home Connect-Funktionalität. Dieser Bus ist herstellereigen, aber inzwischen ganz gut verstanden. Bei meiner Spülmaschine läuft er mit rund 13,5 Volt und 9600 Baud. Vereinfacht gesagt, alle Bauteile quatschen über 2 Drähte miteinander. Und wenn ich mich da mit einem kleinen Mikrocontroller dazwischen hänge und mithöre, dann bekomme ich genau die Informationen mit, die die Maschine intern sowieso schon hin und her schickt. Ich muss also nichts erfinden, ich muss nur zuhören lernen. Na, und genau das war der Plan. Mithören, verstehen und alles in Home Assistant sichtbar machen. Klingt einfach, war es dann aber leider nicht ganz. Ich hatte also mein Adapterboard, wie ich dazu gekommen bin, gleich mehr, und wollte damit direkt mal loslegen. Naheliegend erschien mir oben in der Bedienblende in der Tür, da wo das Display sitzt, da gibt es einen Anschluss, da müsste laut Stimmen im Internet der Bus liegen. Also habe ich es da angesteckt und nichts, keine Daten, tote Hose, nichts passiert. Also wollte ich da mal nachmessen, kommt da der Bus überhaupt oben an? Liegen da 13,5 Volt an? Ich nehme also mein Multimeter, gehe mit den Messspitzen an die Pins und die liegen wirklich eng beieinander. Und in genau diesem Moment ist mir natürlich eine Messspitze abgerutscht und es hat kurz 2 Kontakte kurz geschlossen. Das Ergebnis habe ich sofort gemerkt. Erstens flog die Sicherung raus und als ich sie wieder eingesetzt habe und die Maschine einschalten wollte, nichts mehr. Ein paar Lampen haben zwar noch geblinkt, aber sonst total tot. Und in dem Moment war mir klar, das wird richtig teuer. Das zentrale Leistungsmodul, also quasi das Herz der Maschine, war hinüber. Und das Frontmodul gleich mit. Das ist das Modul, das für die Bedienung und die Zustandsanzeige notwendig ist. Also alle Tasten, LEDs, die Zeitanzeige. Und ganz ehrlich, das war einfach nur ärgerlich, weil es komplett vermeidbar gewesen wäre. Also habe ich mir zähneknirschend Ersatzteile bestellt. Leistungsmodul und Frontmodul zusammen 315 €. Dazu durfte ich dann die Maschine komplett zerlegen, um überhaupt an die Module ranzukommen. Vor allem dieses Leistungsmodul, das ist wirklich tief in der Maschine unten verbaut. Das habe ich alles selbst gemacht mit gefühlt dem halben YouTube-Reparaturkosmos und jeder Anleitung, die ich irgendwie finden konnte. Ich habe sogar mit dem 3D-Drucker mir spezielles Werkzeug gedruckt. Und dann von Januar das Board bekommen bis März, die Maschine läuft endlich wieder, ist doch einiges an Zeit gegangen, in der wir zu Hause wieder ganz normal von Hand gespült haben. Du kannst dir vorstellen, dass meine Familie begeistert war. Lessons learned, und das meine ich jetzt wirklich ernst, nicht mit spitzen Messspitzen in engen Steckern rumstochern, während Spannung drauf ist. Ich sage das so deutlich, weil mich dieser eine Moment nicht nur Geld, sondern auch ganz schön viele Nerven gekostet hat. So, jetzt aber Maschine repariert und ich habe mich tatsächlich nochmal dran getraut, diesmal mit deutlich mehr Respekt. Wo gehört das Board also hin? Nicht oben ans Display, sondern unten an das Leistungsmodul. Und ehrlich gesagt, laut den Erfahrungsberichten von anderen auf GitHub hätte es oben auch funktionieren müssen.
Ich konnte es aber nicht abschließend klären, woran es jetzt bei mir gelegen hat. Ne? Nach der teuren Reparatur wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe mich exakt an das gehalten, was die meisten im Netz erfolgreich gemacht haben. Nämlich unten am Leistungsmodul ist die Montage zwar deutlich fummeliger, aber dafür gibt es dort 2 dedizierte Pins, die eigentlich dafür gedacht sind, dass der Servicetechniker sie zum Auslesen nutzt. Genau da habe ich mich dran geklemmt. Und siehe da, direkt beim ersten Versuch, saubere Daten, stabile Stromversorgung, alles läuft so, wie es sein soll. Ich war komplett begeistert. Jetzt mal kurz zur Hardware selbst. Ne? Das ist ein kleines Adapterboard, das den Buspegel von diesen 13,5 Volt auf ein für Microcontroller erträgliches Niveau umsetzt. Bei mir ist das ein ESP32C6 mit ESP Home drauf. ESP Home kennst du wahrscheinlich als Home Assistant-Nutzer, eine Open-Source-Firmware, mit der man ohne große Programmierkenntnisse aus solchen Mikrocontrollern ein vollwertiges Home Assistant-Gerät machen kann. Das Board bekommst du aus einem Open-Source-Projekt auf GitHub. Ich habe meins über eine Sammelbestellung sogar fertig bestückt bekommen für knapp 20 € inklusive Zubehör wie den notwendigen Steckern. Der Autor hat das Platinen-Layout übrigens vollständig veröffentlicht. Wer also will, kann es sich jederzeit nachbauen oder fertigen lassen. Und noch eins, der Maintainer hat auch ein cooles 3D-Druckgehäuse im Repo abgelegt, mit Platz für so kleine Einpressmagnete, damit das Gehäuse von außen schön an die Maschine geklebt werden kann. Das habe ich einfach gedruckt, Magnete reingesetzt und fertig. Jetzt habe ich also einen Datenstrom, aber der ist ja erstmal nur ein Wust aus Bytes, der keinen weiterbringt. Woher weiß ich jetzt, welches Paket bedeutet Tür offen, welches bedeutet noch 47 Minuten Laufzeit? Na, und hier kommt der Teil, wo mir KI tatsächlich mal weitergeholfen hat. Pass auf, ich muss das Protokoll nämlich natürlich nicht bei Null reverse engineeren. Es gibt ja schon Vorarbeit, fertige ESP-Home-Bausteine, die den D-Bus-Verkehr grundsätzlich mitloggen. Mein Job war aber, das Ganze auf meine konkrete Maschine zu übersetzen. Und das habe ich so gemacht. Ich habe gezielt Spülgänge gefahren, zum Beispiel Automatikprogramm 40 Grad mit der Speed Perfect Option oder whatever und dabei komplette ESP Home Logs dieses Laufs mitgeschrieben. Dann habe ich das Log genommen, habe es meinem KI-Assistenten gegeben, habe ganz konkret den Kontext gegeben, habe gesagt, pass auf, das ist ein 40 Grad Automatik-Spülgang pro Ablauf mit Speed Perfect, analysiere mal hier diese Kommunikation und halt fest, welche Muster potenziell zu welchem Zustand gehören. Und damit ein bisschen mehr Sicherheit hinten dran war, habe ich diese Läufe natürlich mehrfach gemacht und der KI auch gegeben oder ich habe auch mal Optionen abgewandelt, andere Optionen, andere Temperaturen, sodass wir einfach dann einen großen Erfahrungsschatz an verschiedenen Abläufen haben. Und so ist Stück für Stück aus den rohen Bytes ein Verständnis geworden, welcher Befehl was genau bedeutet. Ja, eine an meine Maschine angepasste ESP-Home-Konfiguration ist rausgefallen, inklusive der Doku, die alles dokumentiert, was ich und die KI so rausgefunden habe. Und das funktioniert bei mir zu Hause mittlerweile so stabil und zuverlässig, dass ich die Konfiguration jetzt auch offiziell auf GitHub veröffentlicht habe. Link natürlich in der Videobeschreibung. Wer also exakt die gleiche Maschine hat oder eine sehr ähnliche, der kann diese Konfiguration wahrscheinlich 1:1 übernehmen. Und wer ein anderes BSH-Modell hat, die Muster, die sind grundsätzlich ähnlich nach allem, was ich in der Community gelesen habe, aber sie sind natürlich nicht immer identisch, je nach Gerätegeneration. Also vieles wird wahrscheinlich bei dir auch wiederverwendbar sein. Nimm einfach die Config als Startpunkt und dann diesen Loggen- und KI-Weg, um sie auf dein Gerät letztendlich anzupassen. Das ist der eigentliche Trick, den ich dir an dieser Stelle mitgeben will. So, jetzt haben wir also eine Platine, wir haben eine funktionierende Config, jetzt gibt es den Lohn für die ganze Arbeit. Das hier ist jetzt mein Dashboard in Home Assistant, während die Maschine gerade läuft. Ich sehe, in welchem Programm ist sie gerade unterwegs, den aktuellen Status, ob die Tür offen oder zu ist und vor allem die exakte Restzeit. Also genauso, wie sie auch auf dem Display der Maschine gerade steht, weil das natürlich genau die Kommunikation, die meine Platine abhört. Meine Lieblingsautomation, die kennst du vielleicht schon aus einem früheren Video, die Spülmaschinen-Ausräumen-Benachrichtigung. Die habe ich jetzt auf den Bus umgestellt
Und das macht sie in 2 Punkten natürlich deutlich besser. Erstens erkennt sie das Ende des Spülgangs jetzt präzise, statt mit einem zeitlichen Versatz. Und zweitens räumt sie sich selber wieder auf. Sobald ich die Tür öffne, weiß nämlich Home Assistant, da geht jetzt jemand an die Maschine ran und räumt sie, hoffentlich zumindest aus. Das heißt, die Benachrichtigung verschwindet dann automatisch und ich muss sie nicht mehr wie bisher manuell wegklicken, wenn ich die Maschine ausgeräumt habe. Ja, und noch ein Alltagsdetail. Ne? Die Maschine meldet über den Bus natürlich auch Fehlerzustände wie Salz oder Klarspüler geht zur Neige. Das blende ich mir auf dem Dashboard einfach als Hinweis ein. Dann weiß ich jederzeit, dass da was zu tun ist und es fällt mir nicht erst auf, wenn ich die Maschine das nächste Mal dringend brauche. Kurzer Rückblick, weil es vielleicht viele noch nicht gesehen haben. Früher habe ich das Spülende über eine Steckdose mit Leistungsmessung erkannt, also einem Shelly, der den Stromverbrauch misst, und aus der Wattkurve habe ich dann abgeleitet, läuft noch oder fertig. Ne? Das funktioniert grundsätzlich irgendwie, aber es ist eben auch viel Interpretation da hinten dran. Der neue Weg über den Bus liefert mir jetzt stattdessen den exakten Status der Maschine. Läuft, läuft nicht, welches Programm, welche Restzeit und eben sogar diese Fehlermeldungen. Das ist deutlich präziser und für mich als einen Smart Home natürlich auch deutlich befriedigender. Ja, und hier schließt sich jetzt der Kreis zum Titel. Eine 15 Jahre alte Maschine, die weder App noch Cloud kennt, gibt mir am Ende mehr und verlässlichere Daten als so manches nagelneue Gerät über Home Connect. Und das alles bleibt zu 100% bei mir hier im Haus. Kein Konto muss ich anlegen, keine Cloud irgendwie nutzen, keine Abhängigkeit von irgendeinem blöden Herstellerserver. Ja, und ein Punkt, der mir noch wichtig ist: Ich lese mit dem Board aktuell nur mit. Ja? Ich steuere die Maschine damit bewusst nicht. Technisch wird das zwar in der Community gerade zwar diskutiert, aber wer anfängt, selbst auf diesem Bus zu schreiben und zu senden, der muss sich natürlich sicher sein, dass er die Kommunikation der echten Module dabei nicht durcheinander bringt. Und solange das nicht sauber geklärt ist, bleibe ich jetzt erstmal beim reinen Mithören, weil für alles, was ich dir jetzt gezeigt habe, reicht das völlig. Technisch in der Lage, auf dem Bus zu schreiben, ist die Platine aber durchaus. Das heißt, sobald es hier entsprechende Erkenntnisse gibt, kann man mit einer entsprechend angepassten ESP Home Config das Gerät entsprechend erweitern. So, was nehme ich aus dem Ganzen mit? Erstens, es lohnt sich, alte Geräte am Leben zu halten und smart zu machen, statt sie wegzuwerfen, klar. Zweitens, ganz ehrlich, dieser Weg hier ist nichts für einen eben entspannten Samstagnachmittag. Ne? Man öffnet ein Gerät, arbeitet an Elektronik und siehe meine 300-Euro-Rechnung, man kann auch was kaputt machen. Also, wenn du dir das zutraust und Spaß daran hast, meine komplette Config und Doku liegen auf GitHub verlinkt in der Videobeschreibung, damit du nicht bei Null anfangen musst. So, und jetzt bist du dran. Würdest du deine Spülmaschine aufschrauben, um sie lokal smart zu machen, oder ist dir das zu heikel? Schreib mir in die Kommentare, ich bin gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Und wenn dir das Video was gebracht hat, gerne einen Daumen nach oben, hilft dem Video und dem Kanal und mir natürlich enorm. Und wenn dir das Ganze zu tief in die Maschine greift, du aber trotzdem wissen willst, wann dein Geschirrspüler fertig ist, dann schau dir doch mein älteres Video hier an, in dem ich das Ganze ohne Aufschrauben, nur mit einer smarten Steckdose gemacht habe. Ja, für heute war es das aber. Pass auf dich und dein Smart Home auf. Dein Joachim.